Hi Jay, Hi Alex, willkommen. come in. Hello everybody and welcome to our penultimate race tonight from Laguna Seca. And yeah, as you can see, it's Jay who will co-stream tonight. He will show to you guys his point of view. And yeah, let's see what we can achieve. Sadly, I have to admit that we are just tonight 8 drivers on the grid. And yeah, but I hope we can have a nice race anyway. So I suggest that we go straight away out on the track. Jay, willkommen nochmal. Wir sind heute leider 8 Leute und du bist derjenige heute, der streamt. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem ein Ja, gutes Rennen heute haben werden. die Thunder Crew ist auch Viertel von den Steams. Yeah, so Jay says that 1/4 of the grid is covered by Thunder Crew. Unfortunately, we have lost some people of our team tonight that cannot attend today's race. So greetings to Joachim, to Henrik, Evgeny and Martin, but hopefully each of them will be back on the grid next week. So tonight we have the penultimate race, as already mentioned, Laguna Seca. Next week that's going to be the last race, and yeah, I hope we can enjoy anyway today. Next week is Martin back. Yeah, next week Martin will be back, hopefully. So he had 2 weeks off, and yeah, looking forward to meet hopefully all the group back again here on track. Jay, was hältst du eigentlich von dem Auto hier auf dieser Strecke? Oh, das Auto ist so nervös. Die Kombination mit der Strecke eigentlich. Ich habe Probleme, den Setup hinzukriegen. Wenn das Auto in allen Kurven gut liegt, dann Korkenzieher klappt nicht. Wenn Korkenzieher funktionieren alle anderen Kurven nicht. Reifenüberhitzen sind Auto, ja, komplett unstabil. So basically Jay's feedback on the car is it's a complete catastrophe because the tires are overheating due to locking the front brakes. Then the corkscrew is a real disaster. You need to control the car very carefully. So yeah, it's you can see already here it's very tricky to drive. Apart from that, with just 8 drivers on the grid tonight, we will have struggle a lot to achieve the 100% track condition, grip condition, and I doubt that we will achieve it anyway. So ich denke, Jay, wir werden heute die 100% aber auch nicht bekommen im Training. Ne, wir haben jetzt nur 96 in Praxis. Oh, wenn wir starten mit 93 im Quali, gehen wir vielleicht 96, 97 vielleicht. Ja. Maximum in der letzten Runde. Yeah, so we will hardly achieve 97%, something like this. You can see it's really tricky to drive, at least for people like me with not the very best skill. Okay, we had a lot of mistakes in this lap, 126.2. Normally we are able to drive below 123. Achieving 123s in the race with race setup should be pretty good time. Also unter 23 im Rennen wäre schon fantastisch. Ich denke, die Lösung für heute wird wirklich konstant Piano zu fahren, smooth zu fahren, ohne Mistakes. Und dann haben wir eine gute Positionierung am Ende am Ziel. Ja, ich denke auch. So, be patient, drive smooth, and this should be a good recipe for tonight's result. So I think I will head out for 2 stints. 95%. Oh, ich gehe für 2 Stints, Jay. Also wir bräuchten 40 Runden
Also 40 Fahrer durch Startziel, um auf Startziel um auf 100% zu kommen. Mhm. Also nach 5 Runden musste eigentlich das kommen und 5 Runden ist möglicherweise nur der Quali lang. So it's nearly impossible to achieve 100% track condition, track grip. So yeah, let's see. Vor allem viele fliegen gerade ab. Somit die Fahrer nicht durch Startziel, somit addiert sich der Grip nicht. Now a lot of people, yeah, a lot of people are not crossing the finish line, so the grip isn't adding or increasing. Try to increase the gap a little bit. Matteo ist durch, ich bin durch, 2 Zehntel sind dazu gekommen. Let's go. Du bist durch, 3 Zehntel sind, Nee, jetzt bin ich durch. ja, 4 Zehntel. The car is going sideways a lot. Im Cox sind schon einige durchgefahren, kann man die Bremsspuren sehen. Mhm. Oh, the car is not stopping on RSR. Same here, Jay. Wow, so this is really, really hard to drive. I'm sliding like hell, also ich rutsche hier wie ein Verrückter. Matteo 24,9. Ich war eine Sekunde langsam. Let's go. Still not okay. Oh nein, Fuß erwischt. Okay. Die Runde ist vorbei. Nice, Alex. Gewonnen. Ah, danke. Ah, I'm stuck in the traffic.
too close to the guy in front of me. Go. Let's go, Jay. Hast du neue Reifen? Ja, ja. Und 97,1. Nein. Karre verloren beim Einfahrt berghoch auf Corkscrew. Ich habe versucht, im 4. Gang voll zu fahren. Oh Nein, ja. Fehler. Los geht's. Let's go. 2 laps. I think it's done. Lap. Oh. Ah, it's a pity. I could have been faster. Ich hätte schneller sein können. Ah ja. Bist du durch? Ja, gerade eben. Noch um 16. sich verbessert, aber Ah, Matteo fucked it up. So I think it is pole position. für dich. Oh fuck. Oh my god. No, but Matteo is incredibly fast, so... And I fucked up the first turn in my last lap, sadly. And there was a mistake in one of the
in der Corners. Also ich habe ich habe in meiner letzten Runde den ersten Turn verkackt und deswegen hatte ich überhitzte Reifen. Und dann konnte ich nichts mehr machen, aber es ist Oh, gut. jemand hat mich übersprungen. Äh, Titia, Hier die die fahren. feiern J, und Jens. J5. Oh, bin ich auf P5. Wie viel Sprit nimmst du? Ähm, Mit was, 52. Die was war 52. drin? Ich denke auch. Ich weiß nicht, ob ich nicht. Ah, ich nehme 53. Ein Liter mehr. Also Jay, 25 Seconds, 25 Sekunden. Viel Glück, viel Spaß. Mhm, Mamma mia. das wird jetzt was. Mhm. 10 Sekunden. Konzentration und ganz wenig Fehler. Erste Runde von 15 hinter uns. Mhm. Matteo fährt irgendwie komisch. Oder hat er Pink-Probleme?
Matteo macht Druck. Ich sehe es. Einen kleinen Fehler gemacht. Ja, ich denke, ich bin durch eine Staubwolke durchgefahren. Da waren jetzt einige Fehler drin. Oh, Matteo geht weit. Wow, Matteo crasht. Achtung, Achtung. Okay. Vorkorkenzieher. Bin vorbei. Wie sieht's bei dir aus mit Frieda? 4,5 Sekunden, 4,3 Sekunden Abstand. Ja, ich habe dich gerade noch gesehen auf Startziel. Bin 7 Sekunden hinter dir. Okay. Ich versuche mein Tempo zu halten, ohne Fehler zu fahren und flüssig durch die Kurven, um die Räder nicht zu überhitzen. Nee, wieso? Auf einmal war es Delta auf einmal auf 6 Sekunden runtergegangen.
Ja, das geht automatisch. Okay, jetzt bist du wieder bei 7. Frieda musste irgendwas haben, weil ist eine Position weiter nach hinten gerutscht. Wenn nötig, hat Frieda gegriffen. Vielleicht im Korkenzieher. Zeit. Also wenn ich keinen Fehler mache und warte und nur eine Sekunde schneller fährt als ich, kann sein, dass ich noch durchkomme durchs Ziel. Aber erstmal muss er Frieda schaffen, ne? Hat er schon. Den anderen, da hinter dir. Aber da ist schon 8 Zehntel an den Rang. Schon 2,5 Sekunden innerhalb halbe Runde. Ja, aber du musst erstmal überholen. Und in der Zeit wirst du wegfahren, denke ich. Ist vorbei. Nee. Hab ich gedacht. Okay, meine Reifen werden langsam gelb, die rechte Seite. Und Ich ziemlich auch. heiß. Ja, meine Zeiten fallen jetzt auch voll in den Keller. Ich will aber auch meine Reifen nicht überlasten, ne? Das bringt jetzt gar nichts, hier zu heizen wie irre. So, it makes absolutely no sense. Du hast Vorsprung von über 7 Sekunden zu mir. Mhm. Wir Das haben ist- 7 Minuten, also 4 Runden noch vor uns. Ja. Aber ich muss pushen. Ja, ich sehe es bei dir. Und wenn mal Matteo überspringt, dann ist er ganz schnell bei mir, wenn er freie Fahrt hat. Nein! Hier habe ich gedreht im Korkenzieher. Und Penalty. Jetzt geht's weiter. Oh. Achtung, Kommt Jay. eine. Ja, ja. Fahr. Oh. Gefangen. Jetzt müssen wir uns beide beeilen. Oh mein Gott. Oh, wie ist das passiert? Wo sind die? Und nicht weit, 3,5 So. Sekunden. Scheiße, Jay. Jetzt müssen wir richtig wieder angasen.
Aber Matteo hat 2 Sekunden verloren zum den Drittplatzierten. Oh, scheiße, war das eine Kackaktion. Aber das ist auf einmal so passiert. Ich habe gar nichts gemacht. Können wir analysieren. Ich lasse dich ein bisschen wegfahren, weil du fährst ein bisschen an der Linie. Und ich mache gerade Copy-Paste. Wie konnte das passieren? Reifen? Ja. Müssen aufpassen. Der hat Medium. Der hinter uns. Man wird uns nicht bekommen. Auf geht's, Jay. Wie viele Runden noch? 3. Mindestens 3. Disconnected. Drei Runden, Alex. Ja. Da war schon in meine Stoßstange. Ich habe mich verschaltet im ersten Gang im Lastern und bin quer gestanden. Muss noch 2 Runden überleben. 2 oder eine? 2. Kannst du nicht managen, dass wir nur eine fahren? Nee. Das wird die von euch aufgegessen. Ey, meine Reifen sind so gut. Meine auch. Bleib in jeder Kurve quer stehen. Oh Mann, jetzt schnappt er mich. Fertig.
Eine noch, Jay, komm. Ich hoffe nur, dass er fürs... Das war knapp. Super, Jay. P2. Das war ein bisschen zu viel Action für meinen Geschmack. War schon richtig knapp. Scheiße, ey, den komischen Fehler müssen wir uns angucken. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Oh, meine Güte. Aber schade für Matteo, ey, wirklich schade. Ja, aber der Kollege war richtig knapp an meinem Auspuff ein paar Mal. Ja. Okay. Gut. Aber ich hoffe, inzidenzfrei. So wie war mein Plan mindestens. Oh. Ohne viel große Fehler. Okay, ich habe wieder das Problem mit dem Replay. Oh. Wait a second, I say. Try again. Let's see. Oh mein Gott, ja, ich habe mich einmal im Corkscrew gedreht. Oh Gott, schauen wir mal, was passiert ist. Ja, aber das sind wir hier, ne? Okidok. Jay, ich wechsle ins Englische und dann machen wir Mix. Ja. Vergiss Okay, nicht, guys. Bildschirm zu teilen. Ja, sorry. Okay, guys, we continue in English. We will swap around between German and English. Okay, let's see. So, probably now you can see my screen. Okay. Let's go to here. Ja, super. Okidok. Let's have a look. Let's have a look all together. So I was on pole position tonight. I had a little advantage over Matteo, who finished P2 in the qualifying. I don't know for which reason, but it's not possible to make his skin visible. I need to work on this, but unfortunately it's a white car, as the same for TT Yeti Fun. Then we have Frida, Jens Frida and Jay on, I think you've been on P5. Ich glaube, du warst auf P5, oder? Ja, aber warum sind die Autos hinter mir verschwunden? Yeah, I don't know what happened to the cars behind Jay, but they apparently are not there, so they are gone. Normally Max Speed should be here, so Max Speed appeared and then somebody disappeared. I think it was a false start. I don't know from who it was, but the guy suddenly was gone. So this is the grid. Unfortunately, not much cars tonight. I took the pole and yeah, let's see what we made out of it. Jay, I suggest that we jump into your car. Ich schlage vor, dass wir uns mal den Start von deiner Seite aus angucken. Ich habe ziemlich guten Start. Ich bin fast an Matteo rangekommen. Okay, let's go. Schauen wir mal. Jade overtook Jens right at the beginning. Also das Frida gleich geschnappt.
Und Matteo hat den Start gegen Titi verloren. So Titi was a little bit stronger on the start. Carefully braking into turn 1. Who was the guy with the medium tires? War das Titi? Ja. Ah, Matteo crashed into Titi. Look at this. Ja. Did you see this? Hast du gesehen? Ich habe Angst gehabt, dass die mich mitnehmen, dass ich in die reinfahre. Würde sich eine von denen in der Kurve drehen, Okay. du hast keine Möglichkeit. Musste ich da mehr bremsen, würde ich mich auch wahrscheinlich wegdrehen. Okay. Pretty much uneventful start phase. Also eigentlich ist da nicht viel passiert während des Starts. And ja. In der ersten Runde hat man gesehen, dass Matteo irgendein Problem hatte. Zum Beispiel hier ist das Auto auch irgendwie. Okay. So Jay says that Matteo had a little problem at the first lap, lap 1, and but he was. Sieht das besser aus wie bei mir. Also es kann sein, dass es ein Pink-Problem war. Okay, so Jay says that maybe it was a ping problem. We don't know yet, but I knew that Matteo was gaining very fast at the beginning. In the first 2 laps, so you can see how much he gained on me, how he reduced the distance significantly. What we can also do is... Now maybe we go a little bit further. Hier, he was gaining a lot, also hier hat er sehr viel aufgeholt immer. Eine sehr starke Linie durch den Korkenzieher durch. So for me personally, it was really hard to stabilize the car. Also es war wirklich schwierig, das Auto zu stabilisieren. Man musste gut mit der Bremse, mit dem Gas arbeiten, mit der Dosierung. Das hat meistens gut geklappt. Warum das beim Korkenzieher nicht gut geklappt hat, müssen wir uns angucken. So I was struggling a lot and I tried to be very gentle on the throttle as well as on the brake, and there was one situation where I lost the car in the corkscrew, and we will have a look into this in a second, guys. In the meanwhile, Matteo was gaining, and you can see here that I felt his pressure every lap more and more. So locking up the tires here. Look at this. I think here I misshifted, or I forgot to which gear I drove this penultimate corner. And I hit the sausage a little bit. Ich hab's Wurstel getroffen, ja. You can see here that he knew that he could attack me in not far away. So wir springen jetzt mal zu der Situation, wo er die Karre verloren hat. Here I could create again a nice gap, and let's see, I think it was this lap where he lost the car. No, it wasn't this. It's the next lap. Also not. Oh, he went a little bit too wide. And he crashed several times. Let's have a look onto his steering inputs. He was, I think, full throttle, being on the dirty side. Eigentlich musst du vom Gas gehen und das Auto selber rausrollen lassen. Yeah. So Matteo was full throttle on the dirt, and then unfortunately he lost it. You can see here that he's going sideways. And then he lost it. And then we have Jay passing by quite fast. Basically this... Oh, we need to check the rejoin from Matteo. But I think it was a safe rejoin. It was safe. Gut gemacht. Yeah. But then, Jay, ich glaube, irgendwas ist dann passiert. So, something crazy happened to Frida.
Let's go, because Matteo was gaining and gaining. Und wer war derjenige mit den Medium Tires? TT. TT was the one. They had contact here. Matteo going full risk. Because he knew that the podium is reachable. So you can see here being a little bit on the dirt from Jens. He is going the perfect line, very tight on the sausage. Okay, jetzt schnappt er sich dann. Oh yeah, locking up the tires. Very nice move. Das go gibt's on. uns hier in Krokens, ja, Respekt. Yeah. And then he was stuck behind Titi, also der ist ziemlich lang hinter Titi hängen geblieben. Oh, da war Versteher und dann ist er wieder weggefahren. Ah, look, so I think we are now in the last third of the race, and maybe if you're a strong driver with good lap times, good car control, and you can manage the medium tires well, it starts to pay off here at this point. I don't know if Matteo had some damage on his tires, but you can see that he cannot close the gap anymore. Ich denke, seine Reifen durch den Dreher Und schon hier. waren überhitzt und er hat, sagen wir, im 2/3 vom Rennen hat er verloren. Also der war schon in den 2/3 vom Rennen, war er schon da, wo wir eigentlich am Ende. Yeah. And see this? He took the sausage, went ahead, and then he unfortunately disconnected. It happens. It happens. So, everyone. kannst du zu mir vielleicht springen? Ganz kurz mal bei mir, Jay. Schau mal hier. Ah, genau, das ist I think it was here where I took the extra lap. I tried to save my tires. Also ich habe versucht, meine Reifen zu schonen, und dann ist das hier passiert. Then this happened. I got a 10 seconds slowdown penalty. I don't know why. Ich weiß nicht, warum das passiert ist, Jay. I think it was maybe the weight transfer. Ich glaube, das war die Gewichtsverlagerung von dem Auto in combination with the poor tires. Also es kann sein, dass die Reifen... Vielleicht wolltest du zu langsam. Maybe I wanted to be too slow, yeah. Yeah, so look. Du hast nicht den Impuls ihm gegeben in die Gewichtsverlagerung auf die andere Achse. 76, yeah. Look here, 76 kph. Also, da war ich einfach, hier war ich ein bisschen weiter rechts. Here I was more to the right. And here, look at this. I don't know. I made a mistake. That's it. And it happened to me. Now let's go to Jay again. Jay, du hattest hier, glaube ich. You had to fight with Titi. And Titi gained on you because your tires were done. Ich glaube, deine Reifen waren hinüber. Hier habe ich abgebremst. Dann eine Runde bin ich hinter dir gefahren und habe ich gemerkt, dass ich deine Linie kopiere und fahre nicht meinen Stil. Und dann habe ich Abstand und dann habe Titi mit seinen Mediums auf einmal mit riesigen Schritten aufgefallen. Ja. Von allem, ich denke, die nächste Runde in Lasten, da habe ich mich noch verschaltet im ersten Gang, bin quer gestanden, dass er mir in den Heck nicht reingefahren ist.
So, Wie weit ist er jetzt? 4 Sekunden. So Jay was backing off a little bit towards me because it was a little bit erratic for him copying my line, and obviously we had different lines. And the reason is that he started to make mistakes, and the disadvantage was that TT was gaining lap by lap because he had the better tire conditions, so the mediums paid off at this stage of the race. Now sieht man's. Now we can see that I'm gaining on Jay, can increase the gap, but TT is closing the gap to Jay. Oh. Wow. Das war That knapp. was really close. But also again here, look. So I think the medium tires are good for a sprint race like this, but not for a race with a duration of 1 hour. Also für ein Stundenrennen sind die Softreifen nicht die richtige Wahl. Ich denke, dass die Mediums dann eher das Mittel der Wahl sind. So you've been fighting hard. But in the end, this is not the last lap. Ah, look. It was over ambitious. He knew it was the last lap. Der hat gewusst, das ist seine letzte Chance. He knew it's his last chance. But he braked too late. And then his tires also were done, I think. Mäßig für die letzten paar Kurven. Vielleicht hat er auch. That's good. Yeah. That spotted his tires, maybe. Yeah. And it was. Well, that's it. And Jay rescued P2 into over the finish line. Well done, Jay. Also wirklich super, sehr gut gemacht. P2 für uns. Also Nice. das Rennen war nicht viel frequenziert, aber ja. Ich denke, für die erste 2/3 für dich war richtig in Pressure von Matteo, und für mich war eigentlich die zweite Hälfte mit Titi auch ziemlich anstrengend. It's a good summary, so I will repeat in English. I had a very intense 1/3 of the race with keeping Matteo behind me. Jay had it a little bit in another order, so he had to keep TT behind him in the last third of the race because TT was clearly on medium tires, and we can see it here already on the results that Jay managed 0.6 seconds over TT to P2 and finished first with 122.864. Let's have a look what Matteo was doing, 123.219. I strongly believe without his mistakes he made, it would be very, very, very hard to keep him behind me. So I have full respect to Matteo. It's somebody who you can put it into a car on a track, and then he gives everything he can. Unfortunately, what we said right at the beginning of the stream is, if you this car is really hard to manage, at least for me with my skill on this track. There are tracks that are a little bit more that are better to drive, that are more gentle to drive. But this car, I don't know. It's really hard to find the correct setup. Evgeny posted a video in our Discord that shows somebody who was driving this car around this track with under 1 minute 20, and you can see here 122.8 for me. There is a lot of to gain, but not today, not this, and races like this can happen. So it's a pity that he had to retire, but that's a guy who is pushing hard and normally finds himself back on the top of the table. Yeah, pretty uneventful. Some incidents. Jay without any incidents. Myself without any incidents. 123.5 for Jay. So
So I think it was a good one. And look at this, Jay. TT 124.0. Also der ist diese Rundenzeiten gefahren. Let's have a look on the medium tires, how they worked. So he was constantly driving between 124 and maybe something was here, 125.56, 125.7, but we can see how our lap times are dropping. So right at the beginning, 123, 122.8, then somewhere here, Matteo disappeared and I started to manage my tires. I had this 10 seconds plus because I spun one time, and you can see here also that Jay's rubber went off and that his lap times also dropped, whereas this guy had constant lap times from the beginning till the end. Jay, fastest laps. Andrzej Gruszka, ganz klar, 121.9, that's incredible. Walter Toro also very strong in the qualifying. Victor Posada, I had a very nice battle with him on Tuesday, I think it was. He gained the podium P3 and I was just half a second behind him, and we managed to battle all the 20 minutes time, so that was incredible. Then we have Matteo, Craig, Jay on P10, and on the race top 10 fastest laps, Andrzej, Walter, myself, Evgeny, Matteo, Victor, Jay, Socias, Craig, and Max Speed. We have also to admit that this race was not that visited as the races before. So unfortunately, the race yesterday, that was even not valid because Evgeny won it, but we just had 3 drivers and it starts to count if there are 5 drivers minimum. Standing, I don't think that tomorrow there will be a race. Andrzej did not win this week. He tried 2 times, but just finished second, whereas Walter Toro was incredibly strong. 2 races, 2 wins, so that's awesome. So he gained 4 points over Andrzej, and let's see. We are next week at Chang International. Was it International Raceway? Don't know. So there is a distance, a gap of 11 points, and then we can start calculating how much Andrzej needs to be ahead of Walter. So if he wins, then it's clear. If it's second, also, I think Andrzej can maximum be at P4, if I'm not wrong, or P5, and Walter has to win it. Then this will swap. Otherwise, Andrzej will win. Matteo P3. Oh, I have the same amount of points like Matteo, thanks to today's race. Du hast noch Chance auf P3 in Gesamtwertung. But Victor is also very close to us. Also Victor ist hier noch auf mit 473 Punkten. Let's see if there is a race tomorrow and Tadej will go, then it's also going to be very, very interesting. Okay, that's it. Jay, nächste Woche, Chunk International Raceway, I think it's called. Let's see what we can achieve. Was ist dein Resümee für dieses Auto hier? Ich werde froh, wenn wir das Auto in die Garage abstellen. Okay. Also es ist wieder eine neue Erfahrung. Wir haben schon das Auto vor einem Jahr gefahren, aber damals 1 Stunde. Ich denke, damals waren wir auch nicht so ganz froh. Aber wie man uns kennt, wir fahren alles, was uns in die Finger fällt. Wir ziehen durch und ja, mal schauen, was in 2 Wochen uns gestellt wird. Yeah. So Jay says that he is very, very happy if we can, how to say, if we can store the car and if we can take the new challenge, and we will take any challenge that will be given to us. Next week we have the last opportunity to drive this car. We already knew from 1 year ago that this is a car that is really hard to manage. At least I want to point out that for the skill level of us, it's very, very hard. And yeah, we are pretty happy
we can store the car the second time, but we will take what is given to us, and yeah, let's see what that cars and tracks will be like. Anyway, next week, Chunk International Raceway. Looking forward to this one, and yeah, let's see what we can achieve. Hopefully we will have more drivers, but I doubt a little bit, honestly. Jay, ich glaube, das war's, oder? Jo, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche Nächste Woche. Jay, vielen zum Dank Abschluss, zum genau, Abschlussrennen. vielen Dank fürs Streamen heute. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir gucken, wie es nächste Woche läuft, und dann werden wir sehen, was danach kommt. Oder? Genau. Ja. Okay, guys, thanks a lot. Have a great weekend. See you next time, and yeah, thanks for being with us. Good night. Bye bye.